Komm heute in den Deutschunterricht. Ich heiße Elise. Ich bin Deutschlehrerin. Ich liebe meinen Beruf, aber etwas stimmt nicht. Meine Schüler sprechen kein Deutsch. Sie lesen und schreiben, aber wenn sie versuchen zu sprechen, halten sie an, wirken nervös und sagen, ich weiß nicht. Ich sehe jeden Tag dasselbe Problem. Ein Schüler versucht auf Deutsch zu antworten, wechselt dann aber ins Englische und ein anderer Schüler versteht eine Frage, kann aber nicht antworten. Ich bin frustriert, weil sie viel lernen, die Sprache aber nicht für ein Gespräch benutzen. Eines Tages saß ich im Lehrerzimmer mit meinem Kaffee. Mein Kollege, Herr Alois, saß neben mir. Er sah müde aus. »Was ist das Problem?« fragte ich ihn. Er seufzte. »Meine Schüler sprechen nicht. Sie lernen nur Wörter auswendig.« Ich nickte. Hier genauso. Ich holte tief Luft und sagte, wir müssen die Art ändern, wie wir unterrichten. Louis lachte, der Direktor wird uns das nie erlauben. Ich presste die Lippen zusammen. Er hatte recht. Unsere Schule folgt strengen Regeln. Die Schüler benutzen Bücher, die lange Wortlisten enthalten. Sie machen Grammatikübungen, aber sie üben das Sprechen nicht. In dieser Nacht konnte ich nicht schlafen. Mein Kopf war voll. Warum lernen Schüler Grammatik, aber keine Konversation? Warum kennen sie Vokabeln, können aber auf Deutschem kein Croissant bestellen? Ich setzte mich im Bett auf. Ich muss etwas Neues ausprobieren. Aber wie? Ein neuer Plan. Am nächsten Morgen ging ich mit einem Plan in mein Klassenzimmer. Ich lächelte meine Schüler an. Heute gibt es kein Buch. Sie sahen mich verwirrt an. Keine Aufgabe? Fragte ein Mädchen. Ich schüttelte den Kopf. Heute kein Buch. Wir sprechen. Ich schrieb an die Tafel. In der Bäckerei. Die Schüler sahen einander an. Was sollen wir machen? Fragte einer von ihnen. Ich sagte, ihr seid in einer Bäckerei in Paris. Ihr müsst Brot kaufen. Ihr müsst ein Croissant bestellen. Ihr müsst bezahlen. Ein Junge namens Carlos hob die Hand. Aber Lehrerin, wir kennen die Wörter nicht. Ich lächelte. Dann lernen wir sie. Sprecht mir nach. Hallo, ich hätte gern ein Croissant, bitte. Die Klasse sprach mir nach. Am Anfang waren sie schüchtern, aber dann sprachen sie lauter. Zum ersten Mal waren sie nicht still. Ich schrieb, ich lese nicht, er spricht. Ich war aufgeregt. Dann öffnete der Direktor die Tür. Ich hörte auf zu sprechen. Der Direktor stand dort und beobachtete uns mit verschränkten Armen. Die Schüler sagten nichts. Der Raum fühlte sich kalt an. Mein Herz schlug schnell. Er trat einen Schritt hinein, sein Gesicht war ernst. »Was machst du da, Elise? Wo ist das Buch?« Ich versuchte ruhig zu bleiben. »Ich unterrichte Deutsch. Heute üben wir Konversation.« Er hob eine Augenbraue. Konversation steht nicht im Buch. Er ging nach vorn, sah auf die Tafeln in der Bäckerei und runzelte die Stirn. Das ist nicht im Programm. Mein Magen zog sich zusammen. Ich holte tief Luft. Was soll ich sagen? Was wird jetzt passieren? Die Schüler waren still. Sie sahen mich an. Meine Hände fühlten sich wie eingefroren an. Ich holte tief Luft und sagte, aber die Schüler müssen Deutsch sprechen. Sie lernen Wörter auswendig, aber sie können nicht sprechen. Sie brauchen eine echte Situation. Der Direktor schüttelte den Kopf. Die Schule hat Regeln. Folge dem Buch. Mach die Übungen.
Dann hörte ich eine kleine Stimme. »Aber es gefällt uns, Lehrerin.« Es war Anna, das schüchternste Mädchen der Klasse. Sie blickte nicht mehr nach unten. Sie sah den Direktor mit großen Augen an. Er seufzte. »Elise, komm nach dem Unterricht in mein Büro.« Dann drehte er sich um und ging. Die Tür schloss sich leise. Eine Stimme fragte, »Lehrerin, sind Sie in Schwierigkeiten?« Ich zwang mich zu einem Lächeln. »Nein, keine Sorge, lasst uns weitermachen.« Die Schüler sahen einander an und lächelten dann auch langsam. Wir setzten den Unterricht fort. »Entschuldigung, wo ist die Bäckerei?« »Die Bäckerei ist um die Ecke.« Ihre Stimmen wurden stärker. Ich fühlte Hoffnung, aber gleichzeitig hatte ich Angst. Im Büro des Direktors. Die Glocke klingelte. Der Unterricht war vorbei. Ich holte tief Luft und ging zum Büro des Direktors. Drinnen saß er an seinem Schreibtisch. Er zeigte auf den Stuhl. »Setz dich!« Ich setzte mich. Meine Hände waren kalt. Er sah mich an. »Elise, ich verstehe deine Leidenschaft, aber diese Schule hat Regeln. Wir benutzen Bücher und folgen dem Programm.« Ich nickte, aber innerlich wollte ich schreien. Aber die Bücher helfen ihnen nicht beim Sprechen. Er seufzte. »Es ist nicht deine Entscheidung. Du musst so unterrichten, wie wir es von dir verlangen.« Ich sah ihn an. Mein Herz schlug schnell. Ich konnte nicht. Er runzelte die Stirn. Ich hielt kurz inne. Meine Stimme zitterte. »Ich kann nicht so unterrichten. Es funktioniert nicht. Meine Schüler haben heute mehr gelernt als in 3 Monaten.« Er starrte mich einen langen Moment an und lehnte sich dann in seinem Stuhl zurück. »Du gehst ein großes Risiko ein, Elise.« Ich nickte. »Ich weiß.« Er trommelte mit den Fingern auf den Schreibtisch. »Wenn du so weitermachst, könnte es Probleme geben.« Ich hielt den Atem an. »Was für Probleme?« Er antwortete nicht. Stattdessen stand er auf. »Geh nach Hause, Elise. Denk darüber nach, was du tust.« Ich stand ebenfalls auf. Meine Beine fühlten sich schwach an. Ich ging zur Tür. Bevor ich ging, drehte ich mich zu ihm um. »Ich kenne meine Antwort schon.« Er antwortete nicht. Ich verließ das Büro. Mein Herz schlug schnell und mein Kopf kreiste nur noch um die Frage, was jetzt passieren würde. Das Risiko. Am nächsten Morgen betrat ich mein Klassenzimmer. Meine Hände zitterten. Was, wenn der Direktor mich beobachtete? Was, wenn ich meinen Job verlor? Aber dann sah ich meine Schüler warten, ihre Augen voller Aufregung. Anna lächelte. »Lehrerin, üben wir heute wieder?« Ich sah zur Tür. Niemand war da. Ich holte tief Luft. Ja, heute üben wir wieder. Ich schrieb an die Tafel. Das Hotel. Die Schüler flüsterten. Sie waren aufgeregt. Ich wandte mich an Carlos. »Du bist ein Tourist. Du kommst in einem Hotel an. Du brauchst ein Zimmer.« Carlos stand nervös auf. Hallo, ich will ein Zimmer.« Ich nickte. »Okay, jetzt benutzen wir Shadowing.« Ich wiederholte den Satz langsam und deutlich. »Hallo, ich hätte gern ein Zimmer.« Carlos hörte aufmerksam zu und wiederholte dann nach mir. »Hallo, ich hätte gern ein Zimmer.« Seine Stimme war jetzt stärker. Ich lächelte. »Gut, jetzt fangen wir noch einmal an. Wir sagen es mit Selbstvertrauen.« Carlos stand gerade. »Hallo, ich hätte gern ein Zimmer.« Ich klatschte und lächelte. Ich war glücklich, weil sie lernten. Sie sprachen.
Dann gab ich ihnen eine Hörübung. Hört jetzt dieses kurze Gespräch. Ich spielte einen Audioclip von einem Hotel-Check-in ab. Die Schüler hörten aufmerksam zu. Ich stoppte die Aufnahme. Was hat die Rezeptionistin gesagt? Anna hob die Hand und sagte, haben Sie eine Reservierung? Ich nickte. Gut, jetzt üben wir lautes Lesen. Ich gab ihnen einen kurzen Dialog. 2 Schüler standen auf und lasen die Zeilen. Zuerst waren sie zögerlich, aber mit jedem Satz wurden sie sicherer. Dann gingen wir zur Immersion über. Ich zeigte auf die Tür. Ab jetzt nur noch Deutsch. Ihr seid in einem Hotel. Kein Englisch. Die Schüler sahen einander an. Einige wirkten nervös, aber Anna lächelte. Okay, Lehrerin. Sie drehte sich zu Carlos. Hallo, haben Sie eine Reservierung? Carlos zögerte, dann holte er tief Luft. Ja, für 3 Nächte. Die Klasse klatschte. Ich spürte eine Welle der Aufregung. Sie sprachen wirklich Deutsch. Ein überraschender Besuch. Dann öffnete sich die Tür. Ich erstarrte. Aber es war nicht der Direktor. Es war Luis, mein Kollege. Er sah sich um und runzelte die Stirn. Elise, was machst du da? Ich hielt kurz inne. Ich unterrichte Deutsch. Er trat vor. Du benutzt das Lehrbuch nicht. Ich verschränkte die Arme. Nein, tue ich nicht. Er sah die Schüler an. Er beobachtete uns. Wir warteten darauf, was als nächstes passieren würde. Dann schüttelte er den Kopf. Du bist mutig, Elise, aber das ist riskant. Ich senkte die Stimme. Sie lernen. Louis sah sie an. Die Schüler waren begeistert und wollten sprechen. Sie hatten keine Angst mehr. Er seufzte und tat dann etwas Unerwartetes. Er trat vor und sagte, Gut, ich möchte die Klasse ausprobieren. Die Klasse stieß einen kleinen, überraschten Laut aus. Ich schloss für einen Moment die Augen, als er lächelte. Ich möchte sehen, ob deine Methode funktioniert. Er drehte sich zu Carlos. Ich bin ein Kellner in einem Café. Guten Tag, mein Herr. Was möchten Sie? Carlos' Augen wurden groß und dann kam ihm eine Idee. Hallo, ich hätte gern einen Kaffee. Louis nickte. Kaffee mit Zucker? Carlos sah mich an und flüsterte, Zucker? Carlos wandte sich wieder an Louis. Mit Zucker. Louis lächelte. Gut. Die Schüler klatschten. Mein Herz schlug schnell. Louis' Blick sagte mir, dass ich vielleicht nicht allein war. Aber dann öffnete sich die Klassenzimmertür noch einmal. Dieses Mal stand der Direktor dort, sah Louis an und dann mich. Also bist du jetzt auch ein Teil davon. Louis nickte. Für einen Moment sprach niemand. Dann ging der Direktor nach vorn. Er erreichte das Fenster, die Hände auf dem Rücken. Er sah auf die Tafel und las die Worte im Café. Dann drehte er sich zu den Schülern um. Was ist das? Stille. Dann hob die schüchterne Anna die Hand und stand auf. Ihre Stimme war leise, aber klar. Das ist Deutsch, Sir. Der Raum blieb wie eingefroren. Das Gesicht des Direktors veränderte sich nicht. Er sah mich an. Komm jetzt in mein Büro. Eine schwierige Entscheidung. Mein Magen zog sich zusammen. Was würde jetzt passieren? Ich nahm meine Sachen und ging zur Tür. Ich spürte eine Hand an meinem Arm. Es war Anna. Lehrerin, sagte sie. Ich möchte so lernen. Bitte hören Sie nicht auf. Ich lächelte, aber tief in mir hatte ich Angst.
Ich ging zum Büro des Direktors. Mein Herz schlug mit voller Kraft. Wir traten ein. Er setzte sich an seinen Schreibtisch und klopfte langsam mit den Fingern auf den Tisch. Elise, ich habe dir gesagt, dass du dem Leitfaden folgen sollst. Seine Stimme war ruhig, aber ich konnte die Spannung spüren. Ich holte tief Luft. Sir, der Leitfaden reicht nicht. Die Schüler müssen Deutsch sprechen. Sie brauchen eine echte Situation. Er lehnte sich in seinem Stuhl zurück. Und du denkst, deine Methode ist besser? Ich zögerte und nickte dann. Ja. Der Direktor seufzte. Weißt du, wie viele Lehrer versucht haben, das System zu ändern? Und weißt du, was mit ihnen passiert ist? Ich schüttelte den Kopf. Er starrte mich an. Sie sind nicht mehr hier. Ein kalter Schauer lief mir über die Brust. Bedeutete das, dass ich meinen Job verlieren würde? Bevor ich sprechen konnte, klopfte es an der Tür. Der Direktor runzelte die Stirn. Die Tür öffnete sich und zu meiner großen Überraschung trat Louis ein. Er sah ernst aus. Sir, ich muss etwas sagen. Der Direktor hob eine Augenbraue. Louis, das ist ein privates Gespräch. Louis nickte. Ja, aber ich war heute in Elise Unterricht und ich habe etwas Wichtiges gesehen. Er sah mich an und wandte sich dann dem Direktor zu. Die Schüler haben Deutsch gesprochen. Der Direktor blieb still. Louis fuhr fort. Nicht nur lesen, nicht nur auswendig lernen, sprechen. Sie waren selbstbewusst. Sie lernten auf eine Weise, wie ich es noch nie zuvor gesehen habe. Der Direktor beugte sich vor. Und du denkst, das ist der richtige Weg? Louis nickte. Ja, die Schüler wollen auf diese Weise lernen. Sie sind begeistert und sie benutzen Deutsch, ohne Angst davor zu haben, es zu versuchen. Der Direktor sah uns an und seufzte dann. Ich werde noch eine Unterrichtsstunde besuchen. Wenn ich echten Fortschritt sehe, werde ich darüber nachdenken. Seine Augen verengten sich. Aber wenn nicht, gehst du wieder zurück zum Lehrbuch. Ich spürte, wie meine Hände zitterten. Es war meine Chance, aber es war auch meine Prüfung. Die Unterrichtsstunde. Am nächsten Morgen stand ich vor meiner Klasse. Meine Hände waren kalt und mein Herz schlug schnell. Es war Zeit. Der Direktor würde uns beobachten. Wenn ich scheiterte, würde ich meine Chance verlieren. Ich sah zur Tür. Er war da, die Arme verschränkt, und Louis stand neben ihm. Die Schüler sahen mich wartend an. Ich zwang mich zu einem Lächeln. »Hallo, Klasse!« »Hallo, Lehrerin«, antworteten sie lauter als sonst. Sie wussten, dass dieser Tag wichtig war. Ich holte tief Luft und schrieb an die Tafel. Im Café. Die Schüler flüsterten. Sie waren aufgeregt. Ich drehte mich zu ihnen um. Heute geht ihr in ein Café. Ihr werdet Essen bestellen. Ihr werdet nach der Rechnung fragen. Ihr werdet auf Deutsch sprechen. Marie hob die Hand. Lehrerin, was ist, wenn wir Fehler machen? Ich lächelte. Fehler sind gute Fehler. Sie helfen uns zu lernen. Ich bereitete die Aktivität vor. Claire war die Kellnerin und Pierre war der Kunde. Die Klasse sah zu, wie sie begannen. »Hallo, willkommen, was möchten Sie?« Pierre zögerte. Er sah nervös aus. Ich nahm mich zurück. »Atme, komm schon, Pierre, du kannst das.« Er schluckte und sagte dann, »Ja, ich hätte gern ein Croissant und einen Orangensaft.« Die Klasse klatschte. Ich hörte ein kleines Lachen. Ich drehte den Kopf. Der Direktor lächelte. Dann geschah etwas Unerwartetes. Der Direktor trat nach vorn
und ich erstarrte. Er sah die Schüler an und tat dann etwas Unglaubliches. Er zog einen Stuhl heran und setzte sich. Er räusperte sich. »Entschuldigen Sie, Fräulein«, sagte er in einem förmlichen Ton. »Dürfte ich die Speisekarte sehen?« Der Raum wurde still. Die Schüler starrten ihn mit großen Augen an. War das echt? Spielte er das Spiel mit? Claire blinzelte. Sie sah mich an und ich nickte. Sie holte tief Luft. »Ja, Sir, hier ist die Speisekarte.« Der Direktor tat so, als würde er sie lesen. »Was empfehlen Sie?« Claire starrte auf die Tafel und suchte nach den Wörtern. Dann lächelte sie. »Der Croque-Monsieur ist sehr gut, Sir.« Die Schüler hielten den Atem an. Claire sprach auf Deutsch mit dem Direktor. Der Direktor nickte. »Sehr gut. Ich nehme einen Croque-Monsieur und einen Kaffee.« Claire schrieb die Bestellung auf. »Kaffee? Noch etwas, Sir?« Der Direktor schüttelte den Kopf. »Das ist alles. Danke.« Die Schüler flüsterten aufgeregt. Ich hielt den Atem an. Was passierte hier? Dann stand der Direktor auf und sah mich an. Mein Herz blieb stehen. »Elise«, sagte er, »komm in mein Büro.« Die Entscheidung. Ich holte tief Luft und verließ das Klassenzimmer. Ich spürte, dass alle Schüler mich ansahen. Meine Hände waren kalt. Meine Gedanken rasten. Ich folgte dem Direktor den Flur entlang, mein Herz hämmerte. Hatte ich etwas falsch gemacht? War ich gescheitert? Mein Kopf drehte sich im Kreis und suchte nach jedem möglichen Grund, warum er mich in sein Büro gerufen hatte. Vielleicht hatte er etwas Negatives über meinen Unterricht gehört. Vielleicht gefiel ihm nicht, wie ich heute unterrichtet hatte. Ich versuchte, meinen Atem zu beruhigen, aber meine Hände waren kalt und zitterten. Wir betraten sein Büro. Er schloss die Tür und drehte sich zu mir um. Dann lächelte er. »Elise«, sagte er, »wir müssen reden.« Ich blieb still stehen, meine Hände zitterten. War das Ende? Würde er mich bitten, mit dem Unterrichten aufzuhören? Er setzte sich an seinen Schreibtisch und sah mich an. »Elise, weißt du, wie lange ich schon an dieser Schule arbeite?« Ich schüttelte den Kopf. 25 Jahre, seufzte er. 25 Jahre lang haben wir dieselbe Methode benutzt. Grammatikbuch, Lautlisten. Er machte eine Pause. Und 25 Jahre lang haben Schüler diese Schule verlassen, ohne zu wissen, wie man Deutsch spricht. Mein Herz schlug schnell. Ich schluckte schwer und wusste nicht, was ich sagen sollte. »Sir, Er sah mich an. Heute habe ich etwas anderes gesehen. Ich habe Schüler sprechen sehen. Ich habe Selbstvertrauen gesehen. Ich habe echtes Lernen gesehen. Ich hielt den Atem an. Was bedeutet das? Der Direktor seufzte und lehnte sich in seinem Stuhl zurück. »Elise, ich bin kein Mann, den man leicht überzeugt, aber heute hast du mich überzeugt.« Er nickte und ich nickte ebenfalls. Ja, die Schüler müssen die Sprache benutzen. Er verschränkte die Arme. Und es hat funktioniert. Ich blinzelte. Wirklich? Ja, deine Methode funktioniert. Die Schüler waren engagiert. Sie benutzten die Sprache, nicht nur das Auswendiglernen. Sie sprachen ohne Angst. Eine Welle der Erleichterung durchströmte meine Brust. Ich konnte es nicht glauben. Dann wurde sein Gesicht wieder ernst, aber er hob einen Finger.
Das bedeutet nicht, dass du tun kannst, was du willst. Du brauchst Struktur. Du brauchst einen Plan. Ich nickte schnell. Natürlich, Sir. Ich werde die Aktivitäten vorbereiten und ich werde sicherstellen, dass die Schüler alle wichtigen Wörter und Aufgaben lernen. Ich werde ihre Fortschritte verfolgen. Er blieb einen Moment still und nickte dann. Sehr gut. Du hast meine Erlaubnis, weiterzumachen. Ich hatte das Gefühl, endlich wieder atmen zu können. Danke, Sir, vielen Dank. Er winkte mit der Hand. Danke mir noch nicht. Es ist ein Test. Wenn die Schüler Fortschritte machen, werden wir darüber sprechen, die Methode in allen Klassen zu ändern. Andernfalls kehren wir zum Buch zurück. Ich lächelte. Sie werden Fortschritte machen, Sir. Ich verspreche es. Er sah mich einen Moment an und nickte dann. Zurück in die Klasse. Ich verließ das Büro mit klopfendem Herzen, aber nicht mehr vor Angst, sondern vor Aufregung. Ich fühlte mich leicht, als ich zurück zum Klassenzimmer ging. Als ich den Flur entlang ging, sah ich Louis auf mich warten. Die Arme verschränkt, aber sein Blick war voller Neugier. Er hob eine Augenbraue. Und? Ich lächelte. Wir haben es geschafft. Louis stieß einen ernsten Atemzug aus. Ich nickte ernst. Er schüttelte den Kopf, ein Lächeln auf den Lippen. Ich kann es nicht glauben. Ich öffnete die Klassenzimmertür. Die Schüler sprangen auf. Lehrerin, was ist passiert? Ich lachte. Wir haben gewonnen. Sie klatschten. Anna klatschte in die Hände. Carlos hob zur Freude eine Faust. Einige Schüler warfen einander die Arme um. Die Stimmung war wild. Ich ging zur Tafel und schrieb in großen Buchstaben: Lasst uns Deutsch sprechen. Ich drehte mich zu ihnen um. Sehr gute Klasse. Heute gehen wir auf ein Abenteuer. Sie lachten. Sie waren aufgeregt, weil sie bereit waren. Und zum ersten Mal wusste ich, dass sie wirklich Deutsch lernten. Mehr als nur eine Unterrichtsstunde. Nach dem Unterricht setzte ich mich an meinen Schreibtisch und holte tief Luft. Der Raum war jetzt leer, aber ich konnte die Energie noch immer in der Luft spüren. Heute war ein Sieg, aber es war nicht nur mein Sieg. Ich dachte an Anna, die zu schüchtern gewesen war, um zu sprechen, die heute aber auf Deutsch Obst bestellt hatte. Ich erinnerte mich daran, wie sie zuerst gezögert hatte, dann klar sprach und wie ihr Gesicht aufleuchtete, als ihr klar wurde, dass sie es geschafft hatte. Ich dachte an Carlos, der früher sagte, ich weiß nicht, wie man das macht, der jetzt aber mit Selbstvertrauen spricht. Noch vor ein paar Tagen vermied er es, laut zu sprechen. Heute führte er ein ganzes Gespräch auf Deutsch. Er korrigierte sogar mit seinem Partner seine eigenen Fehler. Ich dachte an Luis, der zuerst an mir gezweifelt hatte, dann aber meine größte Unterstützung wurde. Er beobachtete heute den Unterricht mit einem Lächeln, und als die Schüler ohne Zögern zu sprechen begannen, nickte er zustimmend. Dann dachte ich an mich selbst. Ich hatte Angst gehabt. Ich hätte beinahe aufgegeben. Ich hätte beinahe die Regeln befolgt, obwohl ich wusste, dass sie schlecht waren. Aber Lernen ist keine Angst. Es ist nicht das Befolgen strenger Regeln. Es ist, die Sprache zu benutzen, Fehler zu machen und es wieder zu versuchen. Es ist, Freude am Lernen zu finden. Ich lächle. Unterrichten bedeutet nicht nur, Wissen in Worten weiterzugeben, sondern Türen zu öffnen. Ich stand auf und sah auf das leere Klassenzimmer. Die Tische, die Stühle, die Tafel. Alles sah jetzt anders aus.
Es war nicht mehr nur ein Ort, an dem wir Wörter auswendig lernten. Es war ein Ort, an dem Schüler wirklich lernen, wachsen und ihre Stimmen finden konnten. Heute habe ich eine Tür für meine Schüler geöffnet und jetzt sind sie bereit, hindurchzugehen. Morgen machen wir weiter. Morgen lernen wir wieder. Morgen sprechen wir wieder. Das ist erst der Anfang und ich kann es kaum erwarten zu sehen, wohin es uns im Deutschen führen wird. Vergesst nicht zu liken, zu abonnieren und durch Geschichten weiterzulernen. Bis zum nächsten Mal.